Mein Name ist Achim Schlüter und ich leite die Arbeitsgruppe Institutionen und Verhaltensökonomie, bin Professor an der Constructor University und leite hier den Arbeitsbereich Coastal Resources and Sustainable Blue Economy. In meiner Forschung oder in der Forschung unserer Arbeitsgruppe geht es eigentlich immer um kollektive Dilemma. Das Problem ist ja, dass sozusagen sehr viele marine Ressourcen im Wesentlichen doch allen frei zugänglich sind. Sie können daraus Produkte ziehen, Fische fischen, die Korallenriffe nutzen und so weiter. Und das führt tendenziell eigentlich immer zur Übernutzung. Und da müssen sich Menschen Regeln geben, die eben dazu führen, dass es eben kollektiv trotzdem rational oder sinnvoll ist, wie die Ressourcen genutzt werden. Und um diese Regeln, welche Regeln man da braucht, um die kümmere ich mich. Ich finde das ganz toll, dass wir am ZMT hier Natur- und Sozialwissenschaften haben. Ursprünglich sind die Meereswissenschaften eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man sich nur um das ökologische System, also ums natürliche System gekümmert hat. Und einfach ist der anthropogene Druck auf das System einfach immer mehr gestiegen über die Zeit, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte und so weiter. Und heute wird eben das Meer ganz fundamental vom Menschen geprägt. Und deswegen ist es wichtig, das gemeinsam zu analysieren. Und ich als Sozialwissenschaftler wäre sozusagen aufgeschmissen, wenn ich den Naturwissenschaftler oder die Naturwissenschaftlerin nicht hätte, weil ich muss natürlich irgendwie, also die Interaktion zwischen Mensch und Natur, die ist ja einfach so unmittelbar irgendwie im Meer. Und gerade um jetzt mein Phänomen, eben die kollektiven Dilemma in der Nutzung der natürlichen Ressourcen zu verstehen, ist es natürlich auch ganz fundamental wichtig, dass ich verstehe, wie funktioniert eigentlich das Ressourcensystem und so weiter. Und meine Spezialität ist eben zu versuchen zu verstehen, was der Mensch eigentlich tut, warum er dies tut, wie man ihn dazu bringen kann, wie wir uns dazu bringen können, dass wir es eben nachhaltiger tun. Und ja, und so ist es eine spannende Interaktion zwischen uns beiden. Eine Takeaway-Message wäre vielleicht: Das ist wahnsinnig schwierig, kollektive Dilemma zu lösen. Also wir sehen es beim Klimawandel. Uns da zu einigen ist unendlich schwierig, aber wir können es. Wir müssen es einfach nur richtig erforschen und uns Gedanken machen, wie wir das eigentlich tun. Wie wir uns selber Anreize setzen, dass wir mehr oder weniger nicht dazu beitragen, eben Ressourcen zu zerstören. Und das ist mein Herzensthema und ich glaube, jeder kann es irgendwie für sich empfinden im Täglichen, dass es dieses Problem eben gibt. Und manchmal sieht man es ja auch, hey, da können wir Sachen hinbekommen und bekommen das Problem gelöst.